denn der hier bringt eine geheime Funktion mit sich. Und hier gibt es ein paar spannende Sachen zu erzählen. Wir kommen zu einer weiteren Funktion, die normalerweise nur Stationen haben, welche von einem Flagship-Modell sind. Und zwar, gerade bei multiplen Stockwerken ist es wichtig, dass der Roboter hier, so hört sich das an, wenn der Staubbehälter entleert wird. Kommen wir nun zum Energieverbrauch des Saugroboters. Für ein UVP von 699 € bekommt ihr schon sehr viel Leistung. Aber das müsst ihr nicht bezahlen. Kommen wir nun zu den Stärken, die mir in diesen 2 Wochen aufgefallen sind. Dass kein Gerät auf dem Markt perfekt ist und auch dieses Gerät hat hier seine Schwächen. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge schauen wir uns den Dreamy L10S Ultra der Generation 2 an. Denn diese Geschichte hier bringt Funktionen mit sich, welche eigentlich den Flaggschiff-Modellen vorenthalten sind und mindestens das Doppelte kosten. Dementsprechend werden wir uns mal anschauen, was dieser Roboter hier Flaggschiff-Modelle gefährlich macht, denn der hier bringt eine geheime Funktion mit sich, denn den kann man aufrüsten und dann wird es richtig spannend. Und auch den hier könnt ihr aufrüsten und dann bringt ihr das Ganze auf ein ganz neues Level. Darüber hinaus werden wir uns in diesem Video auch die Funktion der App anschauen, aber nicht alle, denn ich weiß, dann würdet ihr wegschalten. Und wir werfen auch einen Blick auf den Preis, denn ihr könnt hier, obwohl das hier einen unschlagbaren Preis UVP hat, trotzdem noch mindestens 150 € sparen. Und außerdem schauen wir uns die ganzen Stärken an und natürlich reden wir auch Tacheles über die Schwächen, so dass ihr ein rundes Bild zu diesem Gerät habt und eine fundierte Kaufentscheidung treffen könnt. Und wenn ihr zukünftig solche Folgen, solche Videos nicht verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal. Ansonsten viel zu viel gequatscht, Film ab! Kommen wir nun zum Unboxing vom Dreamy L10S Ultra der Generation 2. Nach dem Unboxing finden wir hier folgenden Lieferumfang vor. Wir haben hier natürlich ein bisschen Papierkram, hier eine Bedienungsanleitung. Was ich persönlich immer sehr cool finde, so ein Quick Start Guide bzw. eine Schnellstartanleitung. Und wir haben hier einmal so eine Garantieerklärung. Darüber hinaus bekommen wir hier 2 Wischpads, welche wir einfach hier unter den Roboter ganz einfach dran machen können. Wir bekommen noch so eine Seitenbürste, können wir auch schon einfach so reinklipsen. Ihr habt gesehen, relativ einfach. Wir haben einmal ein Kabel für die Station. Wir haben einen Staubbeutel. Ein anderer Staubbeutel ist bereits schon verbaut. Das ist sehr löblich, das heißt, das ist Ersatz. Wir haben hier 2 spannende Sachen. Wir haben zum einen eine Bürste und die Bürste hat hier auch noch so ein Messer. Gerade mit dem Messer können wir später, wenn sich Haare hier verfangen haben am Roboter, einfach so rausschneiden. Aber hier müssen sich keine Haare verfangen, denn dazu kommen wir auch später. Es gibt etwas, wo sich hiermit nie Haare verfangen. Und was wir auch noch haben, ist hier einmal Reinigungsmittel. Denn diese Station hier hat auch eine Reinigungsmittel-Dosieranlage, damit dann die Wohnung optimal gereinigt wird. Lasst uns kurz die Zeit nehmen und hier den Saugroboter etwas besser näher kennenlernen und auch die technischen Daten und die Fähigkeiten hier verstehen. Wir haben, wie ihr eben gesehen habt, um das Gerät herum überall Sensoren. Rein theoretisch könnten wir auch die Basisfunktionen wie Ausschalten und Reinigen hier anhand der 3 Knöpfe auch machen. Wenn wir das Gerät nun einmal drehen und hier die Klappe öffnen, finden wir hier den Reset-Knopf vor. Das heißt, wenn ihr das ein paar Sekunden lang gedrückt haltet, dann wird hier das Gerät zurückgesetzt. Außerdem haben wir hier direkt den Zugang zum Staubbehälter und da können wir das hier öffnen und hier den Filter entnehmen und dann das Ganze reinigen. Der Staubbehälter ist nicht groß, aber das ist okay, denn die Station saugt hier den Staub aus diesem Staubbehälter raus, so dass ihr nicht regelmäßig diesen Behälter entleeren müsst. Jetzt drehen wir mal das Ganze einmal um und hier gibt es ein paar spannende Sachen zu erzählen. Zum einen, seht ihr schon, gibt es eine Aussparung hier beim zweiten Wischpad und da könnt ihr sehen, wandert dieses Wischpad beim Reinigen in die Ecken, so dass es auch die Kanten und die Ecken hier sauber machen kann und wischen kann. Das ist ziemlich cool. In dieser Preisklasse nicht gängig, deshalb ein Daumen hoch. Darüber hinaus haben wir hier, wie ihr sehen könnt,
den Zugang zur Hauptbürste und ihr müsst diese Hauptbürste nicht benutzen, denn das ist eine gängige Hauptbürste, was ich in dieser Preiskategorie erwarte. Ihr könnt aber, wenn ihr 50, 60 Euro Aufpreis hinlegt, im Dreamy Zubehörshop die Tricut-Bürste zukaufen und diese Tricut-Bürste ermöglicht es, dass sich gar keine Haare mehr hier an der Hauptbürste verfangen. Was mega cool ist, solche Funktionen haben eigentlich eher die Flagship-Modelle, die über 1000 Euro kosten. Mit der mitgelieferten Bürste kann ich das Ganze hier reinigen und mit dem Messer hier kann ich dann hier bei dieser normalen Bürste auch die Haare entfernen. Wir haben hier eine Seitenbürste und das ist hier eine normale Seitenbürste. Das erwarte ich hier in dieser Preisklasse. Cool wäre es gewesen, wenn auch die Seitenbürste, so wie hier, ausfahrbar wäre. Aber wie gesagt, das ist eher den Flagship-Modellen vorbehalten und hier macht man dann mit diesem Preis einen kleinen Abstrich, was natürlich zu erwarten ist. Lasst uns nun im Detail hier über die Station reden und ich kann euch eins vorweg sagen, in dieser Preisklasse bekommt ihr eine Station, die eigentlich den Flagship-Modellen vorenthalten ist und warum ich das sage, das erfahrt ihr wirklich gleich. Wir drehen das Ganze einmal um. Hinten haben wir den Anschluss hier für den Netzstecker und ziemlich cool, dass man hier daran mitgedacht hat. Für mich machen immer die Details das große Ganze aus, dass wir hier so eine Art Kabelkanal haben, wo wir das Ganze dann hier umwickeln können. Wir haben hier einmal den Ein- und Ausschalter. Ich packe den schon mal auf Ein, weil ich den ja gleich in Betrieb nehmen werde. Mehr gibt es hier hinten nicht zu sagen, deshalb drehen wir das Ganze direkt wieder um. Wenn wir hier oben das Ganze öffnen, haben wir hier einmal den Tank für Dreckwasser und auch im gleichen Volumen den Tank für Frischwasser. Solltet ihr bei euch zu Hause besonders kalkhaltiges Wasser haben, empfehle ich euch so einen Wasserfilter. Das benutzen wir auch für unsere Dampfbügelstation und dann habt ihr auch mit der Station und dem Roboter deutlich länger Spaß. Persönlich fehlt mir jetzt auch hier bei diesem Behälter, das hatten wir schon bei einem anderen Behälter in einem Video vorher, auch die Markierung, bis zu welchem Grad ich das Ganze befüllen darf. Ihr müsst aber diese zwei Behälter nicht benutzen. Denn diese Station kann man upgraden und zwar könnt ihr zum Preis von 200 Euro UVP euch eine Vorrichtung hier einbauen, womit ihr dann Frischwasser bekommt automatisch und auch das Dreckwasser direkt abpumpt. Solche Funktionen gibt es normalerweise nur in Stationen von Flagship-Modellen und wir bekommen das hier in einer Preisklasse, welche die Hälfte von Flagship-Modellen ist und das ist echt der Wahnsinn. Wenn wir uns nun Richtung Mitte bewegen, können wir hier diese schöne silberne Klappe hier abnehmen. Dann finden wir hier bereits einen Staubbeutel vor, der vormontiert ist. Das ist top, deshalb Daumen hoch. Aber das ist noch nicht alles. Wir kommen zu einer weiteren Funktion, die normalerweise nur Stationen haben, welche von einem Flagship-Modell sind. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Behälter. Und in diesem Behälter könnt ihr Reinigungsmittel hinzufügen. Und dann nimmt sich der Roboter, wann immer er Reinigungsmittel braucht, hier von dieser Dosieranlage und fährt dann damit durch die Wohnung und wischt dann hier mit Wasser und Reinigungsmittel euren Boden. Wahnsinn! Und das in dieser Preisklasse. Kommen wir zum unteren Bereich, denn der wartet auch mit spannenden Funktionen auf. Ihr könnt hier das entfernen, das ist quasi das Reinigungsmodul, um die Wischpads hier zu reinigen. Und das Allerbeste kommt noch, es wird dann hier mit warmer Luft das Ganze wieder getrocknet, damit dann hier Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen auch vorgebeugt wird. Und wie ihr sehen könnt, mehr kann man auch hier nicht machen. Das heißt, wenn man hier diese Einlage einmal rausgemacht hat, könnt ihr es mit einem Tuch hier nass durchwischen und dann sieht das Teil aus wie neu. Jetzt könnte man denken, dadurch, dass es ja eher ein günstigeres Modell mit einer günstigeren Station ist, dass man vielleicht hier Abstriche im Behältervolumen macht. Das ist der Wasserbehälter von einem Saugroboter und einer Station von 1500 Euro. Das ist der Behälter vom Dreamy hier. Und wie ihr sehen könnt, gibt es dort keine nennenswerten Unterschiede im Volumen. Das heißt, man bekommt hier fürs Geld sehr viel Leistung. Wir beginnen jetzt mit der Inbetriebnahme des Saugroboters und dafür schalte ich den Roboter hier einmal ein. Ladet euch bitte in der Zwischenzeit schon mal die Dreamy App runter und öffnet euch dort ein Konto und dann gehen wir hier einmal in die App rein. Zum Hinzufügen des Roboters haben wir hier zwei Knöpfe, einmal über Scannen und einmal über das manuell Hinzufügen. Wir machen es uns aber einfach und machen hier einmal Scannen. Jetzt gehen wir hier einmal zum Roboter und scannen hier den Code ab. Um das Ganze nun mit unserem WLAN zu verbinden, müssen wir natürlich unser WLAN auswählen und unser Wi-Fi-Passwort hier eingeben. Das mache ich schnell. Jetzt sollen wir hier die zwei Knöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten. Wunderbar, auch das passt, also weiter. Jetzt sollen wir hier die ganze Verbindung hier abschließen. Nutzen wir die Zeit doch sinnvoll, während das System lädt. Lasst doch ein Abo da, ein Like und um solche Videos zukünftig nicht zu verpassen, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer einen Hinweis, sobald ein neues Video zur Verfügung steht. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Viel Spaß mit dem Video.
Jetzt bekommen wir hier in der App ein paar Hinweise, wie wir den Roboter hier steuern können. Wunderbar, aber dazu kommen wir später. Mit dem Play-Button kann ich das Ganze nun starten oder ich gehe hier runter zu Gehen Sie zum Gerät. Und wie ihr sehen könnt, das Ganze wurde hier noch nicht maximal kartografiert. Deshalb drücken wir hier einmal auf Reinigen. Das Ganze ist hier auf Standard eingestellt und werden das mal hier mit der Kamera verfolgen. Sobald der Roboter seinen ersten Reinigungsdurchgang komplett abgeschlossen hat, ist die Karte von eurem Zuhause erstellt und wir können mit der Bearbeitung dieser beginnen. Die Bearbeitung lässt hier keine Wünsche übrig. Ihr könnt die vorgeschlagenen Räume selber aufteilen, zusammenführen, umbenennen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Fehlen darf natürlich nicht, hier die Reihenfolge der zu reinigenden Räume selbst festlegen zu dürfen. Natürlich darf einem modernen Saugroboter im Jahre 2024 nicht die Auswahl der Bodenart fehlen. Neben Fliese gibt es auch kryptisch vertikal und horizontal, damit ist zum Beispiel Parkett und Laminat gemeint und dort wählt ihr aus, welche Verlegerichtung ihr bei euch zu Hause habt. Und sollten Teppiche zum Beispiel nicht automatisch erkannt werden, könnt ihr diese manuell hinzufügen. Positiv am Dreamy LCNS Ultra Gen 2 ist auch, dass er multiple Stockwerke unterstützt. Dazu tragt ihr den Roboter einfach zu dem Stockwerk, wo er arbeiten soll und lasst ihn dort einfach starten. Der Roboter wird initial den Bereich nicht erkennen und das mitteilen, aber wird seinen Reinigungsdurchgang hier fortsetzen. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, diese temporäre Karte zu speichern. Selbstverständlich stehen euch bei multiplen Ebenen auch die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten für Boden, Raumaufteilung, Möbel usw. zur Verfügung. Gerade bei multiplen Stockwerken ist es wichtig, dass der Roboter hier Treppen automatisch erkennt, um nicht Elektroschrott zu werden. Sollte euch das nicht reichen, könnt ihr in der App virtuell Sperrzonen einstellen und euch so doppelt absichern. Spielereien, euer Haushalt in 3D darzustellen, bringt der Dreamy hier natürlich mit. Die Einstellungsmöglichkeiten in der App sind grundsätzlich sehr vielfältig. Ich werde hier in diesem Video nicht auf alle Einstellungsmöglichkeiten eingehen, aber für euch auf ein paar Highlights. Eine davon ist, dass ihr hier die Reinigungsfunktion auch planen könnt. Ihr könnt hier festlegen, an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit, mit welchem Programm hier das Ganze gereinigt werden soll. Haushalte mit vielen Teppichen sollten sich auf jeden Fall die Einstellung für die Teppichreinigung anschauen. Ihr legt hier nicht nur den Teppichboost fest, sondern auch weitere Parameter für eine optimale Teppichreinigung bei euch zu Hause. Beschäftigt euch auch unbedingt mit dem Kollisionsvermeidungsmodus. Wenn dieser auf ausgestellt ist, dann agiert der Roboter hier sehr vorsichtig mit euren Möbeln. Aber er traut sich dann, wie ihr sehen könnt, nicht in die Nischen, zum Beispiel bei der Küche rein. Schaltet ihr diesen aber ein, dann geht der Roboter hier auf Tuchfühlung und wie ihr sehen könnt, traut er sich dann auch hier unter die Küche rein und macht dann hier optimal sauber. Spielt mit dieser Einstellung ein wenig rum, um für euch die beste Reinigungsleistung zu finden. Einen Blick solltet ihr auch auf die Mob-Extend-Einstellung werfen. Hier könnt ihr nicht nur die Frequenz festlegen, wie oft das Ganze genutzt werden soll, sondern aber auch für welche weiteren Sachen diese Funktion eingesetzt werden darf. Und solltet ihr Haustiere daheim haben, werft auf jeden Fall einen Blick auf die Einstellung für Haustierumgebung. Ein kurzer Blick in die Einstellung der Basisstation schadet nicht. Für diese Preisklasse unüblich gibt es eine Waschmitteldosierung. Diese könnt ihr selbstverständlich hier einstellen. Aber darüber hinaus auch den Waschmodus der Wischpads, aber auch die Trocknung, die Trocknungszeit, die Entleerung des Staubbehälters, wie oft er das Ganze machen soll, ob er es überhaupt machen soll, das alles könnt ihr hier ganz fein nach euren Bedürfnissen einstellen. Natürlich dürfen hier die Einstellungen für Sprachansage und die Sprache, die der Roboter hier wählt, nicht fehlen. Außerdem gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, wie hier eine Kindersicherung, aber auch hier die Ladezeit des Akkus zu einem späteren Zeitpunkt zu verlagern, wenn ihr zum Beispiel eine PV-Anlage habt. Fans von Zahlen und Statistiken können sich auch anschauen, wie abgenutzt bereits die einzelnen Teile sind und sich dementsprechend auf die nächste Wartung einstellen. Werfen wir nun einen Blick in das Herzstück dieses Roboters und zwar den Reinigungsmodus. Dieser ist hier unter Benutzer definiert zu finden. Hier in diesem Menü gibt es Ganze um zwei Optionen, einmal benutzerdefiniert und einmal Clean Genius. Und Clean Genius ist tatsächlich sehr einfach zu erklären. Hier wird er einfach nach seinem besten Wissen und Gewissen, nach seiner KI und seinem Algorithmus und seinen Sensoren hier die Wohnung bzw. das Haus säubern. Ihr könnt maximal noch den Modus festlegen, ob er Staubsaugen und wischen soll oder das Wischen erst nach dem Saugen machen soll. Alles andere kümmert sich dann der Roboter vollständig autonom. Wenn wir zu Benutzerdefinierte zurückspringen, haben wir hier unterschiedliche Reinigungsmodus. Alle Modus haben aber die Gemeinsamkeit, dass der Roboter während des Reinigungsmodus hin und wieder zur Station zurückfährt. Dann wird der Wasserbehälter wieder aufgefüllt, Dreckwasser abgelassen, Staubbehälter entleert und die Wischpads kurz gereinigt und danach wird die Reinigung fortgeführt. Unterschiedliche Reinigungsprogramme hier festlegen, also könnt ihr maximal individuell unterwegs sein. Zum Beispiel im Esszimmer soll nur gewischt werden und im Wohnzimmer soll zum Beispiel nur gesaugt werden. Und dann seht ihr schon hier unten, könnt ihr auch festlegen, soll er nur einmal saugen, dreimal saugen, leise saugen, mit Turbo saugen. Das ist auf jeden Fall toll. Das heißt, ihr seid hier maximal individuell und flexibel unterwegs.
Solltet ihr nicht diesen benutzerdefinierten Modus nutzen, sondern einfach so einen Standardmodus, habt ihr dennoch eine große Auswahl an Möglichkeiten. Ihr habt bis zu 32 Stufen, wo ihr hier die Wasserzufuhr ganz penibel steuern könnt. Und natürlich, wie es sich für einen schlauen Roboter gehört, könnt ihr auch festlegen, wann er wieder zurückkommen soll. Bezüglich den Wischmops entweder nach einem Bereich, könnt das Ganze definieren, oder aber auch nach einer gewissen Zeit oder wenn gewisse Räume zum Beispiel abgeschlossen sind oder nicht. Und zu guter Letzt könnt ihr noch festlegen, soll er eher schnell durch die Wohnung unterwegs sein oder soll er doch ausführlich sein Reinigungsmuster hier fahren, um an alle Ecken und Enden zu kommen. Ein cooles Feature findet ihr, wenn ihr auf Basisstation draufdrückt. Dort könnt ihr so Sachen wie Leeren oder Waschen oder Trocknen nochmal manuell ansteuern. Ich zeige euch, wie schnell ihr das Gerät mit eurer Partnerin oder eurem Partner hier teilen könnt. Ihr müsst einfach nur hier die E-Mail-Adresse eingeben und dann könnt ihr hier auf Koppeln drücken und dann bekommt hier euer Partner oder Partnerin das Gerät schon angezeigt. Wichtig, die zu teilende Person muss bereits die Dreamy-App und ein Konto erstellt und registriert haben. Ich denke, ein paar Worte über die Reinigung der Basisstation zu verlieren schadet nicht. Die Station ist nun ein paar Tage alt und ich habe es intensiv genutzt und jeden Tag den Roboter mehrmals laufen lassen. Wie ihr sehen könnt, hat sich nun hier etwas Dreck und Schmodder angesammelt. Das Ganze könnt ihr nun einfach unter dem Wasserhahn mit heißem Wasser abwaschen. Die mitgelieferte Bürste eignet sich hierfür sehr gut. Ich habe sie jetzt nicht benutzt und einfach hier nur Küchenrolle genommen, um euch zu zeigen, dass das auch geht. Und dann sieht sie aus wie neu. Ich habe mir extra den Aufwand gemacht, um für euch die Geräusche der Basisstation aufzunehmen. Natürlich bekomme ich nicht die exakte Lautstärke hier rüber durch das Video, aber ihr bekommt zumindest ein Gefühl für die Tonart. Und jetzt die Lauscherchen aufgesperrt. So hört sich das an, wenn der Staubbehälter entleert wird. Das Ganze geht noch ein paar Sekunden und dann hört es aber auf. Und so hört sich das an, wenn Dreckwasser abgepumpt oder Frischwasser zugeführt wird. Das Ganze geht noch ein paar Sekunden und dann hört es aber auf. Und so hört sich das an, wenn die Station die Wischmops warm föhnt. Natürlich hat der Dreamy die Funktion, seine Wischpads um 10,5 mm anzuheben, um hier Teppiche nicht voll zu siffen. Beim Review aber ist es am Anfang passiert, dass er unseren Kuhfellteppich nicht erkannt hat und so dann über den Teppich gefahren ist. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Der Dreamy L10S Ultra Gen 2 besitzt eine sehr gute Hinderniserkennung. Spielzeuge, aber auch Deko oder auch Schuhe erkennt er hier problemlos. Der Endgegner aber sind hier natürlich wie immer die Kabel. Und damit tut sich der Dreamy auch schwer, wie andere Roboter aber eigentlich auch, und gönnt sich diese und dann darf man diese wieder freilegen. Kommen wir nun zum Energieverbrauch des Saugroboters. Lasst euch bitte nicht von der Bezeichnung Speisekammergerät irritieren, das ist einfach nur der Stecker, den ich genutzt habe, um hier die Energie zu messen. Die Spitzen, die hier zu sehen sind, kommen hier von der Absaugung des Saugbehälters. Der Verbrauch von 99 Watt kommt hier von der Reinigung der Wischmops mit der gleichzeitigen Aufladung der Batterie. 4 Watt verbraucht der Roboter und die Station im Standby. Und wenn nur die Batterie aufzuladen ist, dann braucht man 56 Watt. Wie ist hier eure Meinung zum Verbrauch? Schreibt mir gern unten in die Kommentare und dann tauschen wir uns mal aus. Wir haben extra für dieses Video unter dem Esstisch lange Zeit nicht sauber gemacht. So konnte sich viel Dreck, Teilchen, Partikel und so weiter hier ansammeln. Jetzt springen wir ein paar Minuten in die Zukunft und schauen mal, wie gut der Dreamy das Ganze sauber gemacht hat oder nicht. Wie ihr selbst sehen könnt, hat der Dreamy hier nichts zurückgelassen. Und gerade an den Tischbeinen hat er auch nichts dagelassen und das schafft er halt nur, weil sein Mob ausfährt. Somit können wir sagen, dass der Dreamy hier eine sehr gute Reinigungsleistung aufweist. Lasst uns nun Tacheles reden und hier ein paar Worte über den Preis verlieren. Für ein UVP von 699 € bekommt ihr schon sehr viel Leistung. Aber das müsst ihr nicht bezahlen, denn bis zum 2. Dezember sind die Black Friday Wochen und ihr bekommt diese Kombination hier für 549 €, also einen Rabatt von 150 €. Für etwas mehr als ein lila Schein bekommt ihr hier so viel Funktion. Ich denke, das ist ein No-Brainer. Wie steht ihr dazu? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, ob das für euch ein fairer Preis ist oder nicht. Seit 2 Wochen habe ich dieses Gerät hier bei mir zu Hause und konnte deshalb ein tolles Review machen und einen tollen Erfahrungsbericht hier für euch zusammenstellen. Kommen wir nun zu den Stärken, die mir in diesen 2 Wochen aufgefallen sind. An erster Stelle für mich ist hier die Saugleistung von 10 Kilopascal, damit hier wirklich die Partikel aus dem Teppich rausgesaugt werden. Jetzt kann der ein oder andere sagen, hey, es gibt doch schon Geräte, die können 12 Kilopascal, auch von Dreamy. Ja, aber die kosten das Doppelte und ich denke, das wollt ihr nicht bezahlen. Von daher bekommt ihr hier sehr viel Saugleistung zum aufgerufenen Preis. Und bleiben wir hier bei der Saugleistung.
Solltet ihr nicht ein Kurzhaarhaushalt sein, sondern Haustiere haben und Teilnehmer, die lange Haare haben oder ihr selbst, dann könnt ihr für etwas mehr als 50 € die Tricut-Bürste aufrüsten, was ich persönlich cool finde, überhaupt hier irgendwas aufrüsten zu können, um hier mit der Zeit zu gehen. Dann habt ihr natürlich fast schon Flagship-modellartige Funktionen. Wie genial ist das denn? Während den über 2 Wochen ist mir auch aufgefallen, wie präzise hier die Navigation arbeitet und hier das Gerät zwischen Stühlbeinen und Möbeln sich hier entlang navigiert. Das hat auf jeden Fall einen Pluspunkt verdient. Wenn wir über die Reinigungsleistung sprechen, dann würden wir das als sehr gut bewerten. Denn ihr habt in den Ausschnitten auch gesehen, wie hier der Roboter zu Werke geht und versucht auch mit dem ausfahrbaren Wischpad hier an die Kanten und Ränder zu kommen und dort auch schön nochmal sauber zu machen und den Staub wegzuwischen. Und solltet ihr Haustiere haben, gibt es einfache Funktionen, wie ihr den Saugroboter auf euer Haustier oder auf eure Haustiere hier einstellen könnt. Und in meinen Augen ist eigentlich die Basisstation hier der Geheimfavorit. Denn diese bringt Flagship-artige Funktionen mit sich. Sie reinigt nicht nur die Wischpads, sie trocknet es auch, sie entleert den Staubbehälter des Roboters, sie füllt den Roboter mit Frischwasser auf und sie entleert das Dreckwasser vom Roboter. Und darüber hinaus gibt es auch noch eine Reinigungsmittel-Dosieranlage, sodass ihr nicht nur mit Wasser wischen müsst oder könnt, sondern auch wirklich mit Reinigungsmittel das Ganze schön reinigen könnt. Und sollte euch das nicht reichen mit den 2 Behältern für Abwasser und Frischwasser, dann könnt ihr natürlich auch die Festwasseranschlussanlage hier installieren und müsst nie mehr Frischwasser hier zuführen und auch nie mehr den Dreckwasser, sag ich mal, wegpumpen, sondern das Ganze wird dann einfach in den Abfluss gekippt. Jetzt haben wir zu diesem Gerät viel Licht gesehen, aber wir wissen, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Und Zuschauerinnen und Zuschauer auf diesem Kanal wissen, dass kein Gerät auf dem Markt perfekt ist und auch dieses Gerät hat hier seine Schwächen. Und eine Schwäche ist, dass Kabel hier im Review nicht erkannt wurden. Toll hätte ich es auch gefunden, wenn man in der App gesagt bekommt, wenn potenziell schwierige Bereiche hier sind, Kabel oder Stühle, wo man sich vielleicht verhängen kann. Ich habe für beide Punkte bewusst kein rotes Kreuz gesetzt, denn für diese Fähigkeiten muss im Saugroboter eine Kamera verbaut sein. Um den Preis hier bei diesem Modell gering zu halten, ist dementsprechend eine Kamera nicht verbaut. Solltet ihr aber den Bedarf nach solchen Funktionen haben, lasst ihr euch hier nicht allein. Dann könnt ihr zum Dreamy X40 greifen und habt dann dementsprechend die Funktion, die ihr auch braucht. Außerdem ist mir aufgefallen, im Vergleich zu anderen Stationen, die ich schon hier zum Review hatte, ist, dass beim Trocknungsvorgang der Ton zwar nicht laut ist, aber die Tonart bei dem einen oder anderen als störend empfunden werden kann, weil es so ein leises Pfeifen ist. Natürlich, wenn die Station hier direkt neben der Couch ist und das Teil dann anfängt zu trocknen, dann kann es natürlich als störend empfunden werden. Denn wenn ihr die Station am anderen Ende der Wohnung habt oder im Flur hinten, dann hört ihr das natürlich nicht. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Und ihr seht schon, Nanu, hier ist jetzt noch ein Saugroboter. Ja, richtig, das ist unser allererster Saugroboter, der legendäre Dreamy F9, der im Obergeschoss hier sein Unwesen treibt. Und die spannendste Frage ist doch, die ich mir immer stelle, wenn ich mir Reviews anschaue, würde der Kollege oder die Kollegin da vorne sich das auch kaufen? Und in diesem Fall beantworte ich euch die Frage sehr einfach. Ich würde das hier auf jeden Fall kaufen, denn damals, als wir uns den hier gekauft haben, haben wir gesagt, wir möchten für einen Saugroboter nicht so viel Geld ausgeben. Es soll günstig sein, es soll gut sein, einfach nur ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt ihr bei dieser Geschichte auf jeden Fall. Und solltet ihr längere Haare haben, legt den Fuffi drauf und holt euch noch die Tricut-Bürste, dann habt ihr hier tolle Funktion. Und solltet ihr einen Festwasseranschluss brauchen, kauft ihr den auch dazu und dann müsst ihr auch hier nie mehr irgendwas machen, außer ab und zu mal die Platte kurz rausnehmen, unter Wasser halten und dann habt ihr hier sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen, hier ein rundes Bild zu dieser Geschichte hier zu bekommen. Wenn ja, über ein Like freue ich mich auf jeden Fall, denn demnächst kommt der Algorithmus vorbei, er holt sich dann die ganzen Likes ab und wenn ich nicht genug habe, dann werde ich rausgeschmissen, dann kann ich keine Reviews mehr für euch machen. Wäre schade, oder nicht? Außerdem, wenn ihr denkt, hier dieses Video hat euch sehr geholfen, dann nehmt das Video und teilt das mit euren Freundinnen, Freunden, Verwandten, Oma, Opa, Onkel, whatever. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich denke, die freuen sich auch, hier einen absoluten Geheimtipp von euch bekommen zu haben. Ansonsten wären wir hier durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao!